Hi, heute möchte ich euch mitnehmen auf unsere Wanderung auf dem Camino Primitivo. Ein ca. 314 Kilometer langer Jakobsweg, der von Oviedo bis nach Santiago de Compostela führt. Unsere Anreise war ein bisschen aufregend nach Madrid, deswegen hatten wir uns dazu entschieden, in Oviedo noch eine Nacht zu bleiben und starteten erst am nächsten Morgen gut ausgeruht. So als ganz neue Pilger war es erstmal gar nicht so leicht, zum Startpunkt zu finden und durch die Stadt zu navigieren. So, und nach circa einer Stunde geht es für uns so langsam raus aus Oviedo und mehr in Richtung ins Grüne. Es wurde jetzt zwar etwas grüner, aber so richtig in der Natur waren wir trotzdem noch nicht angekommen. Wo wir allerdings angekommen waren, war bei der ersten Stempelstelle direkt am Wegesrand. Hier sackten wir dann auch gleich einen weiteren Stempel für unseren Pilgerpass ein. Wenn ihr auf die Pilgerurkunde am Ende eurer Wanderung Wert legt, solltet ihr dafür sorgen, dass ihr für jeden Tag mindestens einen Stempel sammelt. Wenn ihr nur die letzten 100 Kilometer geht, braucht ihr übrigens für jeden Tag 2 Stempel. Nachdem wir aus Oviedo raus sind, ging es immer viel auf geteerten Wegen lang und auch eben ging es ganz lange auf der Straße lang und jetzt geht es hier endlich mal so ein bisschen im Schatten durch den Wald nach unten. So, wir sind jetzt an unserem wahrscheinlich letzten Anstieg vor der ersten wirklichen Herberge. Die erste Herberge war uns dann allerdings doch zu wenig Kilometer für heute, weswegen wir bis nach Paladin weitergegangen sind. Dort findet man nach 19 Kilometern eine private Herberge, wo wir dann noch etwas gegessen haben und für 20 € pro Nase in einem Mehrbettzimmer übernachtet haben. Der einzige Nachteil der privaten Herberge war, dass es erst sehr spät Frühstück gab und wir wollten früh los, weswegen es für uns auf nüchternen Magen losging. Der Tag startete eigentlich ziemlich schön und als wir auf der Brücke angekommen waren, habe ich mir gedacht, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir immer nur auf der Straße gehen, wenn es zwischendrin immer mal so ausschaut. Der Weg bis Grado war sehr leicht und wir entschieden uns, dort dann auch noch etwas zu frühstücken. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, danach ging es dann nämlich erstmal wieder bergauf aus Grado raus. Ab jetzt war es dann mit dem schönen Wetter leider auch vorbei, es nieselte immer mal wieder. Kurz bevor wir dann allerdings an unserem Tagesziel ankamen, fing es nochmal richtig an zu schütten, weswegen wir uns dann auch entschieden haben, in Cornellana eine Wohnung zu mieten für die Nacht. Dort konnten wir dann ganz in Ruhe duschen, ich habe noch was zu essen besorgt aus dem kleinen Tante-Emma-Laden in der Ortschaft und habe für uns gekocht.
Als wir am nächsten Tag die Wohnung verließen, sah es erstmal richtig gut aus. Wir haben wunderschönes Wetter gehabt auf dem Weg zum Kloster. Und in Begleitung von 2 anderen Pilgern ging es für uns erstmal an der Straße entlang. Bis zu einem Punkt, wo sich der Weg trennte und unsere Begleiter sich entschieden, lieber auf der Straße weiterzugehen, weil es wahrscheinlich einfacher wäre. Wir entschieden uns aber dafür, den normalen Weg weiterzugehen. Und ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Wir haben kurz vor Ende unserer Wanderung die beiden Pilger nochmal wieder getroffen und es hat sich herausgestellt, dass es gar keine gute Idee war, auf der Straße weiterzugehen, weil die überhaupt nicht in die Richtung führte, in die wir mussten. Immer mal wieder mussten wir aufpassen, dass wir hier nicht im Schlamm versinken. Bis Salas kamen wir trockenen Fußes durch, aber ab hier fing es dann wieder an mit Nieseln. Zum Glück hielt das Ganze aber nicht lange an. Bis es uns dann nochmal so richtig erwischte. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir es großteils ohne Regen schaffen, aber jetzt kurz vor Ende hat es nochmal richtig angefangen zu schütten. Es hagelt. Es hagelt. Über WhatsApp hatten wir uns dann in der Pension Dakar ein Doppelzimmer reserviert für 35 €. Das war ein bisschen abenteuerlich, weil wir halt überhaupt kein Wort Spanisch sprechen und die Besitzer kein Wort Deutsch oder Englisch. Aber mit Händen und Füßen kommt man so durch. Und das Essen war vor Ort auf jeden Fall auch super lecker. Heute machten wir quasi einen Pausentag. Es ging nur 10 Kilometer von La Espina nach Tineo. Der Weg war wunderschön, aber auch ganz schön matschig. So matschig wie heute war es die ganze Wanderung noch nicht. An manchen Stellen war der Weg so matschig, dass wir versucht haben, uns zwischen dem Stromzaun auf der rechten Seite und der Matschpfütze des Weges irgendwie durchzuschlängeln. Ruckzuck waren wir dann in Tineo angekommen und Tineo hat mir sehr gut gefallen. Der Weg führte langsam in die Stadt hinab und führte uns fast bis zu unserer Herberge, wo wir dann einen halben Ruhetag einlegten. Nachdem wir in Tineo unseren Keller verlassen hatten, ging es erstmal wieder zurück auf dem Weg. Recht schnell waren wir wieder im Grünen und die Aussichten auf das charmante Örtchen Tineo waren einfach überragend. Da! Regenbogen!
Heute liefen wir den ganzen Tag auf eine Entscheidung zu, die wir früher oder später treffen mussten. Man kann sich nämlich für 2 Routen entscheiden. Für die Hospitales-Route und die Variante über Pola de Allande. Die Hospitales-Variante gilt als die schwerere von beiden, weil es unterwegs lange keine Services gibt, also keine Herbergen und keine Restaurants. Dabei ist der Weg über Pola de Allande sogar länger. Wenn man den Camino Primitivo im Winter macht, ist es vielleicht klug, die Hospitales-Variante nicht zu gehen, weil man da oben sicher einiges an Schnee haben wird. Das ist so ein bisschen schade am Jakobsweg. Es geht jetzt hier bestimmt schon seit einer Stunde oder so an der Straße lang und hier den Berg rauf und danach geht es dann noch ein bisschen an der Straße lang und überall drumherum dann halt auch schöne Feldwege. Vor ein paar Jahren hat in Colinas de Arriba allerdings eine private Herberge aufgemacht. Dadurch hat man eine dritte Möglichkeit. Man kann zu dieser Herberge wandern und von da relativ leicht wieder auf die Hospitales-Route gehen. Das ist auf jeden Fall die Variante, für die wir uns entschieden haben. Wir verbrachten die Nacht in einem Mehrbettzimmer, in dem wir auch Stefan kennenlernten. Mit Stefan sind wir bis Lugo immer mal wieder gewandert, aber wahrscheinlich seht ihr den auch demnächst in den Videos. Kannst sicher noch zurück. Und genauso startete unser Tag auf der Hospitales-Route. Es war einfach nur unglaublich windig und es ging bergauf. Ganz viel bergauf. Aber als wenn das nicht genug wäre, versperrten uns unterwegs auch noch Kühe den Weg. Naja gut, nicht so richtig. Als wir dann da ankamen, hatten die mittlerweile den Weg freigemacht. Hier dachten wir schon, wir hätten es quasi geschafft, bis wir dann das gesehen haben. Wenigstens hat es jetzt aber auch angefangen zu regnen. Früher gab es auf dieser Route übrigens mal 3 Unterkünfte und das sind die Ruinen von einer. Trotz des schlechten Wetters waren wir aber nicht die einzigen, die sich für die Hospitales-Route entschieden hatten. Es waren jede Menge andere Pilger unterwegs und einer von ihnen sogar mit einer Einkaufstüte in der Hand. Mir ist übrigens bis heute nicht klar, wo der höchste Punkt ist, den wir gequert haben. Vielleicht ist er das. Da, ein Regenbogen! Ich glaube, wenn das Wetter bei uns nicht so schlecht gewesen wäre, hätte mir die Route noch wesentlich besser gefallen, weil die Aussicht hier ist echt unglaublich. So bleibt mir die Etappe allerdings als richtiges Abenteuer im Gedächtnis. Mit dem ganzen Regen und dem Wind. Da bin ich schon ein bisschen stolz, dass wir uns hier lang gekämpft haben. Als es für uns dann an den Abstieg ging und wir hier die Straße gequert haben, wurde das Wetter schlagartig besser. Allerdings auch nicht so großartig, dass wir Lust gehabt hätten, noch lange weiter zu pilgern. Wir hatten auf jeden Fall Glück und haben in der öffentlichen Herberge in Berdocedo, die direkt am Ortseingang liegt, die Nacht verbringen können in einem Mehrbettzimmer.
Zur Feier des Tages sind wir dann in dem kleinen Ort auch noch was essen gegangen und haben uns in dem kleinen Tante-Emma-Laden was für unterwegs besorgt. Richtig viel Glück hatten wir auch nicht, als wir am nächsten Morgen im Berdocedo losgingen. Am Anfang hat es ziemlich heftig geregnet. Und als wir Stefan unterwegs einsammelten, mussten wir ihn erstmal überreden, im Regen mit uns weiterzugehen. Ab hier muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass der Regen mich gar nicht mehr so sehr gestört hat, weil die Landschaft so wunderschön geworden ist. Die Aussicht war beeindruckend und die nebelverhangenen Täler verliehen der Wanderung eine ganz besondere Atmosphäre. Meiner Meinung nach war das unser schönster Tag auf dem Camino Primitivo. Nachdem wir im Tal an dem beeindruckenden Stausee angekommen waren, folgten wir der Straße bergauf. Und das für eine ganze Weile. Nur das letzte kurze Stückchen nach Grandas de Salime verlief wieder auf einem niedlichen kleinen Waldweg. So schön der Tag heute auch war, freuten wir uns auf unsere Unterkunft und auf was Leckeres zu essen. Vor Abend war in der Ortschaft ein Musikfestival gewesen und keiner der Läden hatte geöffnet. Nur an der Tankstelle hatte ich noch etwas zu trinken und etwas zu knabbern bekommen. Später am Abend öffnete allerdings noch eine super coole Bar, in der wir vegane Burger essen konnten. Was für ein gelungener Abschluss des Tages. Am nächsten Morgen war der Regen glücklicherweise abgeklungen. Auch die Geschäfte hatten wieder auf und wir mussten nur noch ein bisschen was zum Snacken einkaufen und Stefan einsammeln und dann ging's auch schon los. Grandas de Salime hatte übrigens auch eine traurige Geschichte. Laut unserem Reiseführer wurde hier im Jahr 2015 eine amerikanische Pilgerin ermordet. Ehrlich gesagt hätte ich das bei so einem kleinen charmanten Städtchen nicht erwartet. Die ersten 14 Kilometer des Tages ging es eigentlich konstant bergauf. Allerdings waren die am Wegesrand gelegenen Ortschaften richtig niedlich und da fiel einem das gar nicht so auf. Wir sind von da unten gekommen, an den Windrädern vorbei, über die Straße und hier den Berg rauf. Oben angekommen wurde die Wanderung dann aber zum Glück auch wesentlich entspannter. Wir sind heute viel in der Nähe von Straßen gegangen und auch auf Straßen, trotzdem habe ich die Etappe als ziemlich schöne Erinnerung. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns als Dreierteam mittlerweile so gut eingegroovt hatten. Kurz vor Ende unserer Etappe trennten sich nochmal kurz unsere Wege. Stefan und Kati wollten lieber der Straße folgen, weil es einfacher erschien, und ich wollte gerne auf der Originalroute bleiben.
In der Ortschaft angekommen, machten wir uns auf den Weg zu unserer Unterkunft. Wir hatten wieder ein privates Zimmer gebucht und später gingen wir dann auch noch was essen. Das ist unser erstes Mal, dass wir ein richtiges Pilgermenü mit 3 Gängen hatten. Trotz des wunderschönen Wetters war heute leider nicht mein bester Tag. Schon während wir Fonserrada verließen, machte sich mein rechtes Knie bemerkbar. Ich hatte leichte Schmerzen, nicht stark genug, um mich vom Weitergehen abzuhalten, aber gerade so störend, dass es mich nervte. Zum Glück war die Landschaft heute so wunderschön, dass man sich ganz gut ablenken konnte. Die letzten 2 Tage schon hatte ich richtig Gefallen an dem Camino Primitivo gefunden. Nach der Hospitales-Route hat es irgendwie Klick gemacht. Wir hatten uns jetzt eingelaufen und auch das Wetter zeigte sich von seiner guten Seite. Nach den ganzen Höhenmetern der letzten Tage konnte uns diese 25 Kilometer Etappe mit gerade mal 860 Höhenmetern auch nicht mehr schocken. Und so ging es für uns heute auf und ab, auf schön geschotterten Wegen, vorbei an Ruinen, entlang an blumenbedeckten Hängen, mit immer wiederkehrenden wunderschönen Ausblicken auf die umliegenden Täler. Vielleicht war das Wetter heute sogar ein bisschen zu gut. Am Ende unserer Etappe klebt uns die Zunge ganz schön am Gaumen fest. Als wir durstig nach Ocadavo einmarschierten, mussten wir uns so schnell wie möglich erstmal was zu trinken besorgen und machten es uns in unserem modern eingerichteten Privatzimmer gemütlich. Als wir dann geduscht hatten und unsere Wäsche in der Waschmaschine war, machten wir uns auf den Weg, die Ortschaft zu erkunden. Wir fanden ein niedliches kleines Restaurant, in dem wir was zu essen bestellten, und ich hatte vielleicht ein Bier in einem eisgekühlten Glas. Genau das Richtige nach so einem warmen Tag. Es fiel uns gar nicht so leicht, unsere wunderschöne Unterkunft zu verlassen am nächsten Morgen. Allerdings freuten wir uns auch schon auf Lugo, wo wir geplant hatten, einen Ruhetag einzulegen, um die Stadt zu erkunden. Wir gehen jetzt gerade aus der Kleinstadt Ocadavo raus, die ich jetzt garantiert falsch ausgesprochen habe. Und ich glaube, das, wo wir jetzt gerade sind, ist der letzte große Anstieg auf dieser Wanderung. Und dann geht's von 1000 Meter oder so auf 300 runter. Und dann machen wir nur noch so kleine Zickzacklinien. Also Daumen hoch, letzter Anstieg. Einmal oben angekommen, ging es eigentlich nur noch gemächlich bergab, bis wir Lugo erreichten. Der ganze Tag fiel uns ziemlich leicht. Ich hatte diesmal mehr Wasser eingepackt und wir schlenderten so durch die beschauliche Gegend und die schönen kleinen Ortschaften in Richtung von unserem Ziel. Mein Knie machte mir zwar immer noch ein paar Sorgen, aber ich war mir sicher, dass der Ruhetag in Lugo das schon richten würde. Ein bisschen traurig waren wir allerdings schon, denn heute war unser letzter Tag, an dem wir für ein kurzes Stückchen mit Stefan wanderten. Stefan hatte von vornherein geplant, aus Lugo abzureisen, da er schon mehrere andere Jakobswege gegangen war und die letzten Meter nach Santiago schon kannte. Wir, die aber ihre erste Pilgerreise machten, waren gespannt, was der Weg noch alles für uns bereithielt.
Obwohl wir heute eine lange 30-Kilometer-Etappe machten, verging die Zeit wie im Flug. Wir liefen dann noch in einen kleinen Verkehrsstau, ein paar Schafe blockierten den Weg. Hallo. Na du? Hallo. Ja, hallo. Hey. Der Weg war heute auch wieder wunderschön. Nur die letzten paar Meter nach Lugo verliefen dann wieder etwas urbaner. Aber der Moment, in dem wir dann den ersten Blick auf die riesengroße Stadt werfen konnten, war schon beeindruckend. Als wir dann in unserem Feriendomizil für die nächsten 2 Tage angekommen waren, ging es erstmal unter die Dusche, um den ganzen Schweiß und Dreck des Tages abzuwaschen. Wirklich die Stadt erkunden wollten wir erst am nächsten Tag. Unsere Wohnung war großartig gelegen. Wir waren direkt im Ortskern und alle Sehenswürdigkeiten waren fußläufig ohne Probleme zu erreichen. Wir schauten uns die wunderschöne Kathedrale von Lugo an und holten uns auch einen Stempel. Das Innere haben wir aber nicht besichtigt, da es Geld kostet. Dafür erkundeten wir die Stadt aber auf den im 3. Jahrhundert errichteten Stadtmauern. Diese erstrecken sich über 2 Kilometer und umfassen das komplette historische Zentrum der Stadt. Ich fand Lugo auf jeden Fall so schön, dass ich jedem nur raten kann, hier einen Tag mehr einzuplanen. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr keinen Zeitdruck habt. Als es für uns am nächsten Morgen dann weiterging nach Ferreira, hatten wir die Möglichkeit, die wunderschöne Innenstadt noch einmal zu durchqueren. Besonders dieser Weg raus aus der Stadt, als wir die Brücke überquert haben, der hat mir richtig gut gefallen. Hinter Lugo trafen wir übrigens auch das Pilgerpärchen wieder, welches sich in Etappe 3 für den Weg über die Straße entschieden hatte und alles wieder zurücklaufen musste. Ich hatte den Eindruck, als wäre unsere 26 Kilometer Etappe heute wieder um einige straßenlastiger gewesen und voller. Von Lugo aus sind es noch ziemlich genau 100 Kilometer, bis man in Santiago ankommt. Und wer eine Pilgerurkunde möchte, muss mindestens 100 Kilometer wandern. Oder 200 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Allerdings ist der Camino Primitivo nicht unbedingt beliebt bei Radfahrern wegen der vielen Höhenmeter. Was aber bei vielen Pilgern auf jeden Fall beliebt ist, sind nur die letzten 100 Kilometer, damit man seine Pilgerurkunde bekommt. Und dementsprechend voll wird's dann ab Lugo auch. Wer jetzt auch ab Lugo starten möchte, denkt bitte dran, wenn ihr nur die letzten 100 Kilometer wandert, braucht ihr 2 Stempel in eurem Pilgerpass. Jeden Tag. In Ferreira waren wir dann in einer niedlichen privaten Herberge untergebracht. Die war schön eingerichtet und hier war einiges los. Essen gab's nicht direkt in der Unterkunft, nur Frühstück. Was es aber gab, war ein wunderschöner Außenbereich, wo man gut mit anderen Pilgern ins Gespräch kommen konnte und die Füße hochlegen für den Rest des Tages. Unsere 12. Etappe begann so wunderschön. Die Sonne schien, überall am Wegesrand waren klasse Fotomotive und es ging durch beschauliche kleine Dörfchen.
Nur eine Sache verhagelte mir ganz schön den Tag. Mein Knie machte sich wieder bemerkbar. Und so traf ich schweren Herzens die Entscheidung, dass wir heute nur 21 Kilometer gehen sollten bis nach Melide. Außerdem planten wir einen weiteren Ruhetag ein. Zum Glück hatten wir genug Zeit. Ich hätte auf keinen Fall eine der Etappen mit dem Bus abkürzen wollen. Als ich dann humpelnd in Melide einmarschierte, wurden wir mit einer Big Band begrüßt. Ich glaube allerdings nicht, dass es an uns lag, sondern an dem Volksfest, was zu derselben Zeit war. Nachdem wir uns in Melide ausreichend erholt hatten, auf dem Volksfest gewesen waren und ein tolles Frühstück genossen hatten, schlossen wir uns wieder dem Pilgerstrom an. Allerdings nur für eine kurze Etappe nach Azur. Nachdem der Weg aus Lugo heraus schon um einiges voller geworden war, war es jetzt richtig voll. Glücklicherweise gab es zwischendrin eine kleine Alternativroute. Diese war auch mit der Muschel gekennzeichnet, aber außer uns hat sie keiner gemacht. Und so konnten wir an einem ansonsten sehr überfüllten Tag doch ein wenig Ruhe genießen, bevor die beiden Wege wieder aufeinander trafen. Der Grund dafür, dass es heute so voll war, ist der, dass sich in Melide der Camino Frances und der Camino Primitivo zu einem gemeinsamen Weg vereinen. Und man merkt schon deutlich, dass der Camino Frances wesentlich stärker begangen ist. Nachdem uns beiden das Wetter die letzten Tage ein bisschen zu schön war, regnet es heute endlich mal wieder. Unser eigentliches Tagesziel lag heute sogar vor der Ortschaft Azur. Wir hatten uns auf einem Campingplatz in einem Campingfass eingemietet. Gekostet hatte es genauso viel wie ein Zimmer in einer Herberge, aber es war wesentlich niedlicher. Der einzige Nachteil war, wir mussten für das Abendessen etwas weitergehen, da das Restaurant auf dem Campingplatz geschlossen hatte. Wir hatten eine großartige Nacht in unserem kleinen niedlichen Campingfass. Da konnte uns auch der Regen nicht schocken auf dem Weg durch Azur. Und auch wenn ich mittlerweile wie eine Schallplatte klinge, die einen Sprung hat, ich hatte den Eindruck, dass es ab Azur auch wieder voller wird auf dem Jakobsweg, weil einige Varianten vom Camino del Norte hier lang laufen.
Und auf 3 Jakobswegen ist auf jeden Fall schon einiges los. Solange es meinem Knie aber gut ging, konnte nichts meine Stimmung drücken. Und so vergingen die 21 Kilometer, die wir heute machten, wie im Fluge. Unser Tagesziel war O Pedroso, die letzte größere Ortschaft vor Santiago de Compostela. Kurz vor Ende unserer Etappe hatten wir nochmal Glück. Und so konnten wir im Sonnenschein nach O Pedroso einkehren, unsere Unterkunft ausfindig machen. Wir hatten diesmal in einer privat vermieteten Wohnung ein Zimmer, zusammen mit vielen anderen Pilgern. Nur die Küche und die Badezimmer mussten wir uns teilen. Schön war auch, dass wir trockenen Fußes zum mexikanischen Restaurant in der Stadt kamen, welches ich übrigens als sehr lecker, aber auch nicht ganz günstig in Erinnerung habe. Wer besonders viel Wert auf seine Stempelsammlung legt, konnte sich hier auch so einen coolen Wachsstempel selber gießen. Heute war der große Tag. Unsere letzte Etappe auf dem Jakobsweg war angebrochen. Nur 20 Kilometer und 419 Höhenmeter hielten uns von unserem Ziel fern. Was sich die letzten Tage schon abzeichnete, wurde heute sehr deutlich. Die Natur wich immer mehr dem Städtischen. Ich meine, klar, was hatte ich erwartet? Wir waren auf dem Weg in eine große Stadt, wo viele Menschen hingehen jedes Jahr. Die letzten 13 Kilometer auf dem Jakobsweg sind super idyllisch, weil da ist der Flughafen und da ist die Autobahn. Was mich viel mehr störte, war die aggressive Kommerzialisierung des Weges. Während auf dem Camino Primitivo Restaurants und Imbissstände relativ weit auseinander lagen, gab es nun an jeder Ecke, der einem etwas verkaufte. Und auch noch eine Muschel dazu. In Santiago angekommen, machten wir uns erstmal auf den Weg, unsere Pilgerurkunde abzuholen. Erst mussten wir ein elektronisches Formular mit unserem Handy ausfüllen und dann konnten wir uns in die Schlange einreihen. Wenn man bedenkt, wie lang die Schlange war, dann ging es ziemlich schnell. Er guckte sich meinen Pilgerpass an, stellte mir eine Frage, druckte mir die Urkunde aus und schickte mich zur Kasse zum Bezahlen. Ich glaube nicht, dass so ein Pilgerpass sich ganz genau angeguckt wird. Aber gut, warum auch, man betrügt ja nur sich selber. Danach drohte das Wetter wieder etwas schlechter zu werden und wir machten uns auf zu unserer Wohnung, die wir für ein paar Tage gemietet hatten. Santiago hat jetzt nicht unbedingt super günstige Unterkünfte,
Aber wenn man zum ersten Mal hier ist, macht schon Sinn, vielleicht ein bisschen länger zu bleiben und sich die Stadt genau anzugucken. Es gibt nämlich einiges zu sehen und wir haben unsere Zeit hier genossen. Hey, der Camino Primitivo war übrigens nicht das einzige Abenteuer, was ich 2024 erlebt habe, und ich habe noch einige andere YouTube-Videos, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt, wenn euch langweilig ist. Am Anfang des Jahres sind Luke und ich die Winterberg-Hochtour geschwommen. Ich habe eine wunderschöne Radtour durch den Müritz Nationalpark gemacht, die leider viel zu kurz war. Den Sommer über bin ich dann 800 Kilometer durch den Harz gelaufen, damit ich meinen Wanderkaiser fertig kriege. Dafür habe ich mir einige coole Mehrtagestouren im Harz zusammengestellt, mit dem Ziel, möglichst viel Stempel zu sammeln. Unter anderem eine Wanderung von Ilsenburg nach Goslar, eine über 100 Kilometer lange Wanderung von Torfhaus bis nach Thale, die teilweise den Hexenstieg kreuzt, und eine Variante vom Selketalstieg, wozu ich leider immer noch kein Video fertig habe. Was ich aber fertig habe, sind die Videos zu jeder Menge Tagestouren, die ich im Harz gemacht habe. Aber eigentlich war das alles nur Training für die Tour de Mont Blanc, damit meine Eltern mich nicht in Grund und Boden wandern. Zwischenzeitlich habe ich mir noch angeschaut, ob ich auch nichts verpasse, weil ich noch nie im Nationalpark Hainich war. Kurz bevor ich mir dann im Pfropfen gefressen habe und in den Winterschlaf gegangen bin, habe ich mich noch am Weserberglandweg versucht. Es wäre toll, wenn ihr mich auch in Zukunft bei meinen Wanderungen begleitet, weil dann komme ich mir nicht so blöd vor, wenn ich alleine mit der Kamera rede.